Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ihr wundervollen Menschen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, geht es heute wieder um Ren und seine Geschichten von Jenny, Screech und Violet, die ich natürlich auch schon kenne. Es gibt tatsächlich auch, ich habe jetzt das erste Video, wo alle drei hintereinander kommen, genommen. Es gibt aber auch einen wundervollen Live-Auftritt von diesen Geschichten. Das ist nochmal ein bisschen länger, wo er sogar auch nochmal so Zwischengeschichten einbaut dazu. Wenn ihr das noch nicht kennt, empfehle ich euch das auf jeden Fall auch anzugucken. Grandios. Genau, aber das wird ein langes Video heute. Allein schon, weil das Video mit den 3 Geschichten 13 Minuten geht. Ich denke, ich werde es so machen, dass ich während des Stückes nicht so viel auf alles Mögliche eingehe, sondern das eher dann an den Schluss hänge und zwischendrin einfach nur ein paar Sachen vielleicht schon mal hervorhebe. Wir werden heute wieder Deep Dive machen, das heißt, wir werden so ein paar Fragen und stellen, wo es eher so in den Hintergrund geht, was ist da passiert, wie konnte es quasi dahin kommen, dass das passiert, was halt passiert. So. Genau, das ist also das, was euch erwartet. Und ich freue mich, mit euch jetzt einzusteigen. Los geht's. Bevor es schon losgeht, ich musste gerade dran denken. Viele sprechen ja davon, dass Ren wie ein moderner Barde ist, der Geschichten erzählt. Und ich habe irgendwo immer mal wieder den Begriff Bardcore gelesen, was ich sehr, sehr mag. Und es trifft es sehr, sehr schön. Ne, wir haben es so ein bisschen in der Serie The Witcher, da gibt es ja auch diesen Barden, der singt. Es gibt noch andere Filme, wo wir das sehen können. Und ne, der ganze Stil mit der Gitarre und die zusätzlichen Melodien, die Ren summt. Und jetzt einfach die Geschichten, die er erzählt. So der Stil, den er da mit reinbringt. Das ist einfach so cool und so kreativ. So. Aber weiter geht's. It was a quiet dark night in an empty street somewhere in London City. Jenny walked alone, she was dragging her feet. She was heading back home to sleep. Well, she knew this town, she knew this floor, because she walked it about 1,000 times before. She wanted to escape. Can you blame? Well, on the very same night, in a different place, there walked this hooded young youth by the name of James. He was 14 years old and out of his brain. He'd been smoking ganja with the boys. James, he grew up to be a kid of the street. His mates called him Screech. He was quick on his feet. He was a liar, a thief. At 14 years old, the devil had set his sights on his soul. As Jenny walked home all alone, she felt scared. Usually she was alright, but it was like there was something in the air. A divine intervention telling her to beware, maybe intuition bugging her and making her so scared. Sirens sounded in the distance at the beat of Jenny's feet. A symphony of the night that echoes crime on London streets. Jenny turns a corner, their eyes they meet. Up all go Jenny,
a boy named Screech. Give me all your money, bitch, give it to me. If you cooperate, then you'll soon be free. I want your purse, your phone, don't fucking look at me. I mean it, bitch, are you listening to me? Jenny freezes statue like a lady shakes stalactite. Feel like liquid nitrogen in the dark night. She tried to find strength to move, but stayed as still as a statue in high-heeled shoes. What the hell you playing at? You playing games with me? I swear to fucking God, I'll slice the rosy off your cheeks. You think I don't mean it, girl? You don't know me. The last thing you see will be a boy code. Screech reached with the sheath of the blade, with the teeth that could bite through steel and slice concrete. And he swung possessed with the devil in his chest, and the statue she was turned to butter in her breath. It was a quiet dark night in an empty street somewhere in London City. Jenny lay still on the cold concrete. She's found somewhere to sleep. Well, she knew this town, she knew this floor, 'cause she'd walked it about 1,000 times before. I guess that she escaped. It's such a shame. So, ich habe es jetzt mal durchspielen lassen. Ich finde es ganz spannend tatsächlich. Es ist mir irgendwann mal aufgefallen, wir erfahren sehr, sehr wenig über Jenny an sich. So. Es gibt kaum Hintergrundinformationen. Wir wissen einfach nur, dass sie gerade auf dem Weg nach Hause ist, dass sie öfter diesen Weg schon gegangen ist, dass sie quasi müde ist und irgendwie jetzt nach Hause schlafen will, sozusagen. Ja, und dass sie halt, wenn Screech auftaucht, erstarrt sozusagen, ne? Und ihr eine Reaktion nicht mehr so richtig möglich ist. Und sonst erfahren wir eigentlich nicht viel von ihr. Dafür erfahren wir umso mehr über Screech, obwohl es ja eigentlich Jennys Tale ist. Aber ja, das fand ich tatsächlich sehr spannend. Ich würde es jetzt erstmal hierbei belassen und auf das Genauere, was wir zwischen den beiden sehen und was wir von Screech erfahren, bisschen weiter nach hinten stellen. Vielleicht ganz ans Ende. Wir werden ja jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr über Screech an sich nochmal herausfinden, wie er mit der Situation umgeht. Von daher erstmal da weiter gucken. Dieses Gitarrenspiel. Oh Mann, ey. Was für ein Künstler. Our story, it starts right at the end of the life of poor Jenny, clocked out like Big Ben. This Screech, dear boy, where did he go? He melted into the black night just like snow. Patrick, man, let me in, please open the door. I think I fucked up, Patrick, really fucked up, man, I'm not sure. I got crazy, left this lady lying still on the floor. I think I killed her, Patrick, come on, man, I can't knock no more. But Screech kept on knocking till his knuckles became sore. But there's no sign of Patrick down at number 54. No refuge for our villain, for the bitter hands of fate, with something far more sinister in mind that does away.
Hey, babe, you in? No, nothing really. I'm just a bit tired. Listen, can I swing around yours for a few moments? I just really miss you, babe. What the fuck do you mean you're busy? You fucking bitch! For fuck's sakes! Siren sounds approaching like a banshee in the night. The shrill cry of justice cutting like the sharpest knife. But Screech was never one to run, not one to miss a fight. One hand upon his blade, he turned to face the blue lights. Come on then, you fucking cunts, let's fucking have you then. I am Screech, I'm the boss, I'm the ender of men. You think that uniform you're wearing means that you own these streets? These are my fucking streets, and they call me fucking Screech. Richard was an officer who stood at 6'3", working London on the night shift. What he didn't think he'd see was a boy running at him like an animal possessed. With no time to hesitate, he fired 4 bullets at Screech's chest. Genial. Our story, it ends right at the start. Young Screech and poor Jenny lying one street apart. An officer shaken by the boy that he claimed. 2 bodies lay lifeless, and it's such a shame. It's such a shame. So, bevor es jetzt an Violet's Tale geht, das ist schon ein sehr intensives Video jetzt auch gewesen. Man kann sehr gut sehen, wie Screech quasi mit dem Stress, mit der Angst, der Panik umgeht, von dem, was gerade passiert ist, was er gerade getan hat. Offensichtlich das erste Mal so. Zumindest scheint es, so würde ich jetzt von der Reaktion ausgehen, dass er vorher noch nie jemanden umgebracht hat. Und wir reden hier von jemandem 14-Jährigen. Ne? Das wird ja in der Geschichte von Jenny schon erwähnt, dass er quasi 14 ist. Und einfach aus dieser Situation heraus plötzlich etwas passiert ist, womit er selbst gar nicht gerechnet hat. So, nämlich, dass er ein Leben genommen hat und ja, so, und dann rennt er halt weg, versucht irgendwie zu seinem Kumpel zu kommen, dort Unterschlupf zu finden, findet ihn nicht. Erreicht zwar seine Freundin, kann aber auch dort nicht unterschlüpfen, was ihn wütend macht, weil aus dieser Panik heraus wieder eine Möglichkeit ihm verwehrt wird. Und dann kommt auch noch die Polizei um die Ecke. Und dann springt halt der Kampfreflex an. Ne? Ich kann nirgendwo hin, kann nirgendwo Unterschlupf finden. Ich bin gestellt von der Polizei. Was habe ich für Möglichkeiten? Ich kann jetzt hier einfach stehen bleiben und mich gefangen nehmen lassen sozusagen und für Mord irgendwie drankommen, oder ich kann versuchen zu kämpfen und dadurch zu entkommen. Er könnte auch fliehen, aber das ist, glaube ich, nicht Screeches Art, mit Stress umzugehen. Von daher beschließt er, auf den Officer loszugehen. Und der arme Richard sieht sich in der Situation gezwungen, auf den Jungen zu schießen. Aber zu Richards Geschichte kommen wir später noch. Und es wird ja auch noch einen Richard's Tale geben, da freue ich mich schon sehr drauf. Genau, aber da sieht man schon mal so die ersten Umgangsgeschichten. Aber ich würde es erstmal dabei belassen und den Rest wieder ans Ende packen. Und jetzt ab in Violet's Tale.
London City, far from pretty, 2005. A lady down in Paddington is fighting just to stay alive. Rhythmic beats and bloodstained sheets. Our lady weeps, she's tired and frail. To set the scene, we must rewind the hands of time for Violet's tale. Das ist so cool, wie er dieses Zurückspulen der Zeit auf der Gitarre macht. Ich liebe das. Violet was a silent girl, grew up with violent starts. Her mother was a drinker and her father was a bastard. Every night he took her tie but never left the room. I'll spare you with the things he did, I'm sure her mother knew. Violet was a silent girl, she moved out at 16. A semi-detached council flat, paid for by a welfare scheme. Packing shelves at Tesco, stacking jars like pickled bricks. She met a boy named Stevie and he was a little prick. Violet was a silent girl and Violet, she fell fast. See, Stevie was a wrong un, but he sure knew how to charm her. Every night he took her tie, but never left the room. History repeats itself, he'd paint her black and blue and dark. She never stood a chance. The devil comes to dance. Violet, why are you always so quiet? On her bedroom door and he's irate. He's been drinking and smoking, he's up late. And he stands by her bedside, she shakes, but her eyes stay shut. You fucking slut, I know you're up. And he pinches her eyelids and folds them up. Violet, why are you lying to me, Violet? She stays silent, things turn violent. That's the sound of his fists when they fall like a crashing pilot. Hit like hailstones, one to the collarbone, full force, full blown, blood splat, bone crack, knick-knack, paddywhack. One to the jaw when the tooth spat, detached fist connects and disconnects a bone. A quick deflect to misdirect the blow, but nonetheless his punches met her throat. Such a mess, he's left her bruised and broke. Violet, why you always so silent, Violet? Why you such a little liar, Violet? Do you think I wanna do this, Violet? In character, she stays silent. Well, say something, Violet. Silence. Fucking say something, Violet. Silence. Wait. Say something, Violet. Not one word. She stays quiet. London City, far from pretty, 2005. A lady down in Paddington is fighting just to stay alive. The doctor, in a state of shock, saw something here so very wrong. See, Violet, she was pregnant. Poor Violet, she was 9 months gone. Turning to the doctor, Violet broke her silence and she cried, if I'm to die right here tonight, please let my baby stay alive. The doctor soon regained composure, called the surgeon to come in. As Violet's world turned to black, the curtains closed, the lights went dim. In London City, far from pretty, 2005. A lady down in Paddington just lost the fight to stay alive. A tragedy or a miracle, it happened on these very streets. Two twins are lying side by side. A girl named Jenny and a boy named Screech. Violet's Tale ist für mich immer das Härteste, so von allen.
mal ganz ehrlich, ich kann mir die Tales auch nicht so nebenbei mal eben anhören. Das ist nicht mein Go-To. Oh, ich habe jetzt mal richtig Bock auf Jenny und Screech. So. Es ist eine absolut geniale Geschichte, so wie er sie erzählt, wie er das aufbaut. Und da ist so viel Unglaubliches drin. So viel Schmerz, so viel Angst, so viel Trauma, so viel Wut, Aggression. Das ist ganz spannend, ne? So in meinem beruflichen Alltag, da bin ich in so einem bestimmten State, wenn ich in meine Arbeit gehe. So, dann berühren mich die Dinge, aber es gibt einen anderen Umgang, wenn ich in meinem Privatleben mit solchen Sachen konfrontiert bin. Dann geht es tiefer. So, und das merke ich auch bei solchen Videos. Inzwischen kenne ich die Geschichte gut, deswegen berührt es mich zwar immer noch tief, aber nicht mehr so wie, als ich das erste Mal oder die ersten 2 Male gehört habe, wo ich noch heulend da saß. So. Aber ja, da ist sehr viel drin. Und auch hier habe ich wieder einen Haufen Zettelzeugs, was ich am liebsten alles mit euch besprechen wollen würde dazu oder euch dazu erzählen wollen würde. Weil ich es wichtig finde. Ne? Es ist, für mich ist immer oft so diese Frage, wie konnte es dazu kommen, dass Menschen so sind, dass Menschen so miteinander sind, so aufeinander reagieren, dass die Wege sich so entwickelt haben, wie sie es nun mal getan haben. Und ich durfte feststellen, es gibt halt nicht diese eine Erklärung. So, es gibt halt immer Unterschiedliches. Von daher, lasst uns doch mal anfangen, so mit den ersten Sachen. Das, was viele in den Kommentaren festgestellt haben, das fand ich ganz interessant, dass Jenny eher wie Violet, also wie ihre Mutter ist, und der Screech eher wie Stevie, der Vater ist. Und jetzt kann man da natürlich mal ein bisschen tiefer reingucken und sich fragen, aha, woran liegt denn das? Jetzt könnte man, ne, weil ich meine, die beiden sind anscheinend nach der Geburt getrennt worden. Und es klang jetzt nicht so, als wäre Screech bei Stevie aufgewachsen oder Violet, sondern als wären sie wahrscheinlich, ne, aber wir wissen es halt nicht. Wir wissen nicht über ihre Geschichte, aber es kann gut sein. Sie wurden getrennt und in unterschiedlichen Familien oder Orten sind sie groß geworden. Es kann sein, dass sie vielleicht in ein Heim gekommen sind und einer wurde adoptiert, der andere nicht. Es kann sein, dass sie beide adoptiert wurden oder in Pflegefamilien gekommen sind und dort unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht ist auch einer zu Stevie gekommen. Wer weiß das schon? Vielleicht Screech und ist dort aufgewachsen. Aber wenn nicht, dann ist die Frage, ne? Und dann könnte man damit argumentieren, dass es hier vielleicht um eine genetische Vererbung geht. Aber es ist ja nicht so, dass es ein Erstarrungsgen und ein Aggressionsgen gibt, was weiter vererbt wird. So. Sondern das ist ein bisschen komplexer, was da quasi am Ende vererbt wird. Und auch das können wir uns ein bisschen angucken. Das heißt, wir fangen mal damit an, das, was die Mutter von den beiden, also Violet, erlebt hat, beginnt ja schon damit, dass sie und hier geht's ein bisschen in härtere Themen rein. Wenn ihr merkt, ihr seid gerade sehr sensibel oder für dieses Thema sensibel, vielleicht ist das heute nicht euer Video. Achtet da auf euch. Genau, aber Violet
ist ja quasi schon damit aufgewachsen, dass ihr Vater, war es der Vater oder der Stiefvater? Ich glaube der Vater, übergriffig war. Ren sagt, ich erspare euch die Details, in welcher Form, so, aber wir können uns ausmalen, dass es schlimm gewesen ist. Und die Mutter wusste davon. Die Mutter war Alkoholikerin, hat nichts getan. Das heißt, Violet ist schon damit aufgewachsen, diese Dynamik in Beziehungen kennenzulernen. So, Alkoholiker Mutter, die nichts tut und quasi passiv da ist, nicht beschützt, nichts macht, während der Mann gewalttätig ist und vielleicht eine ganz verquere Form von Liebe quasi zeigt. Und Violet als Kind liebt sie natürlich ihre Eltern und lernt, okay, das ist das, wie Liebe aussieht. Das ist das, was sie über die Welt lernt, wie das funktioniert. Und über sich selbst, dass man halt so mit ihr umgeht, dass man ihr so Liebe zeigt, dass sie das so verdient hat, vielleicht. Und sie lernt auch, ohnmächtig zu sein, weil als Kind kann man sich nicht wehren. Das heißt, ihr System lernt, ich lebe in einer Umgebung, in der ich dauerhaft bedroht bin. Und ich kann nichts tun. Ich kann nicht kämpfen, ich kann nicht wegrennen, weil ich bin abhängig von diesen Menschen. Und die sind stärker als ich. Also erstarren beziehungsweise Unterwerfung. So. Und das ganze System von ihr, das innere System, ist darauf ausgelegt, die ganze Zeit in diesem Reflex zu bleiben, also ständig übererregt zu sein, ständig Alarmsignale zu scannen und darauf vorbereitet zu sein, dass jederzeit was passieren kann. Und wir wissen nichts über Stevie und was er erlebt hat. Aber wir können davon ausgehen, dass er auch nicht so geboren wurde. So. Und jetzt treffen sich zwei, die diese Muster miteinander haben und stellen fest, ja, kommt uns irgendwie bekannt vor. Violet denkt sich vielleicht, ja, okay, ja, das ist das, was ich kenne. So funktioniert das mit Beziehungen. Das ist das, was ich verdient habe. Vielleicht denkt sie sich auch, okay, vielleicht kann ich endlich mal jemanden davon überzeugen, dass ich doch liebenswert bin, dass er doch davon ablässt, so mit mir umzugehen und besser mit mir zu werden. Da gibt es ja verschiedenste Ansätze, Möglichkeiten, was bei ihr sein könnte, dass sie sich wieder so jemanden gesucht hat. Ne, und wie es halt, wie Ren gesagt hat, er war am Anfang eher jemand, der sehr charmant war. Und erst mit der Zeit, als klar war, die beiden sind in einer Beziehung, änderte sich das. Und ja, History repeats itself. Huh? Passiert ziemlich häufig mit Menschen, die sehr traumatische Geschichten in ihrer Kindheit immer wieder erlebt haben. So. Und oft, das ist das Spannende, ist das Gehirn nicht darauf ausgerichtet von uns Menschen generell, dass wir glücklich werden, sondern dass wir das Gefühl haben, wir sind in einer vertrauten Umgebung, weil das vermeintlich Sicherheit bedeutet. Und diese Art, dass mit ihr umgegangen wird, diese ganzen Erlebnisse sind auf eine sehr paradoxe Art und Weise für sie das Vertraute, das, was ihr dann Sicherheit gibt, weil das ist das, was sie kennt und sie weiß, wie sie darauf reagiert, nämlich mit Unterwerfung und dann wird das schon, denn das ist ihre Überlebensstrategie. So, und alles andere, was sie nicht kennt, das fühlt sich erstmal bedrohlich an, wenn jemand total nett zu ihr ist und ihr gute Dinge tut, dann stimmt da wahrscheinlich irgendwas nicht. So, dann fühlt sich das ganz, ganz merkwürdig an und damit kann man nicht umgehen, es fühlt sich nicht kontrollierbar an, deswegen das lieber nicht. Es ist also ganz schwer, da aus so einem Kreislauf dann auch rauszukommen. So. Genau, das ist ein Part, den würde ich hier erstmal so abschließen, da könnte man noch viel mehr zu sagen und wahrscheinlich vermischt sich das alles im Laufe der Zeit sowieso miteinander. Zusätzlich kommt dazu, dass durch diese
durch diesen dauerhaften Stress, den Violet erlebt hat, sich ihr inneres System umgestellt hat, ihr Stoffwechsel. Das heißt, es wird ja kontinuierlich Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol ausgespült für diesen Kampfflucht-Erstarrungsreflex. Und es bleibt im System vorhanden, weil sie immer wieder hochgeholt wird. Und das wiederum, es führt dazu, dass es eine höhere Stressreaktivität gibt. Und das ist das, was quasi weiter vererbt wird an Kinder. Das heißt, sowohl Jenny als auch Screech kriegen quasi mindestens von ihrer Mutter, wahrscheinlich aber zusätzlich auch von ihrem Vater, der auch wahrscheinlich Kram erlebt haben wird, diese Reaktivität mit. Ne? Also dass bestimmte Neurotransmitter wie Serotonin oder Dopamin aus der Balance sind. So, dass es schnellere oder eine höhere Sensibilität gibt, sagen wir es so. Und dann ist die Frage, wenn die beiden jetzt damit auf die Welt kommen, was erleben sie dann? Was machen sie für Erfahrungen? Und dementsprechend spielt sich das System ein. Das heißt, wenn sie auf die Welt kommen mit so einer erhöhten Reaktivität oder erhöhten Sensibilität, aber in einem Umfeld aufwachsen, was sehr liebevoll ist, sehr sicherheitsgebend, bindungsgebend ist, dann kann es eher dazu führen, dass sie einfach nur sehr sensible Menschen werden, die aber eine gute Resilienz haben und gut mit Stress trotzdem umgehen können auf einer Ebene. Kommen sie aber in eine bedrohliche Situation, die nicht kontrollierbar ist oder wo sehr schnell mit Wut reagiert wird und umgegangen wird als Strategie, um mit dem Leben fertig zu werden, dann wird das Stresssystem sich auch darauf ausrichten und dann eben schnell diesen Kampf- oder Fluchtreflex aktivieren. So. Und das kann eben unter anderem erklären, warum vielleicht Jenny und Screech unterschiedliche Strategien gelernt haben. Dass Jenny auch eher dazu neigt, im Anblick der Gefahr zu erstarren, weil sie das nicht kennt aus ihrem Leben vielleicht. Vielleicht ist sie in einer Familie aufgewachsen, die eher supportive gewesen ist, die unterstützt hat, die liebevoll gewesen ist, wo es keine Bedrohung gab. Sie aber vielleicht einfach sehr, sehr sensibel geworden ist. Und dann halt einfach erstarrt. Es kann aber auch sein, dass sie in einer Umgebung aufgewachsen ist, wo sie gelernt hat, passiert öfter mal, dass jemand wütend wird oder aggressiv wird, dann ist Erstarren und nicht mehr reagieren die beste Variante, damit umzugehen, dann hört es einfach irgendwann auf und die Person geht. So, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir wissen es nicht. Und wahrscheinlich gibt es noch mehr als diese zwei. Ja, und bei Screech, ich meine, da gibt es auch so unterschiedliche Sachen. Ne? Es kann sein, dass er gelernt hat, hey, mit Gewalt komme ich weiter. So macht das auch, weiß ich nicht, denn einer von seinen Eltern, wo er aufgewachsen ist, vielleicht ist er auch im Heim aufgewachsen. Da geht es um Kampf und um Macht und so weiter. Ansonsten wirst du klein gemacht, untergebuttert, also musst du dich präsentieren. Du musst groß sein, du musst stark sein, du musst lautstark sein. Dann wirst du in Ruhe gelassen. Das heißt, es könnte auch dort eigentlich nur Angst dahinter liegen. Es könnte, wie gesagt, ein vorgelebtes Verhalten sein von einem der Elternteile oder einer anderen wichtigen Person in seinem Leben, wo er einfach gelernt hat, so geht man mit Stress um. Und ja, auch der Wert von Menschen, ne? Ich meine, er will ja Jenny ausrauben. Er geht ja nicht hin, um sie umzubringen oder sich mit ihr zu unterhalten, sondern er will sie halt ausrauben. Das heißt, er ist ja schon Kind der Straße, hat geraucht vorher und wird mit seinen Jungs irgendwo in einem gewissen Stadium unterwegs gewesen sein. Stadium von Erregung des Systems schon unterwegs gewesen sein. So. Und vielleicht hat er Kohle gebraucht, weil er keine Kohle hat.
Vielleicht war es irgendeine Mutprobe, wer weiß, was es war. Vielleicht war er durch irgendwas sowieso schon angepisst und ist ihr einfach zufällig begegnet und hat dann spontan entschieden, ach komm, hier, die raube ich aus. Wir wissen so wenig von der Geschichte und da ist so viel Interpretationsmöglichkeit drin. So. Zusätzlich kommt dazu, dass wir erfahren haben, dass Screech 14 Jahre alt ist. Das heißt, Jenny ist auch 14. So. Und die beiden sind mitten in der Pubertät. Was da abgeht an Hormonen, da ist nicht viel mit ruhig bleiben und Planung und jetzt entwickeln wir mal kontrollierte und ruhige Strategien, sondern da ist halt sehr viel Reaktivität, sehr viel Emotionalität, sehr viel hochgepusht. Ne? Also da ist nicht so mit Impulskontrolle in dem Alter. Das heißt, das spielt wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle mit. So. Und bei beiden wieder auf unterschiedliche Art und Weise. Dann könnten wir nochmal sagen, okay, wir haben hier die Rolle eines Jungen und wir haben die Rolle eines Mädchen, Mann oder Frau, wie auch immer, die gesellschaftlich geprägt ist. Das heißt, sie haben vielleicht gelernt, naja, als Junge ist man eher so der Mutige, der Draufgänger, der jetzt irgendwie so und so drauf ist. Genauso wie Frau, eher zurückhaltend und wie hat Ren das gesagt, statue-like, also wie eine Statue, sich nicht zu wehren, eher die Ruhige zu bleiben, so. Das heißt, es ist auch nochmal die Frage, was haben sie gelernt, wie sie als Mann oder als Frau oder Junge oder Mädchen zu sein haben, wie sie sich zu verhalten haben. Und rein geschlechtertechnisch kommen natürlich auch dort nochmal die unterschiedlichen Hormone rein, ne? Dass Testosteron nochmal mehr eine Rolle darin spielt, dass es doch eher schneller in eine Aggression oder in eine Wut geht, dass es schneller eher in eine Handlung führt. Das weiß man inzwischen so. Und gerade in der Pubertät ist da ja nochmal alles ein bisschen verstärkt. Das heißt auch das, ne, ich meine, man weiß, dass Männer zum Beispiel, wenn es um Suizidalität geht, immer die härteren Methoden wählen als die Frauen. Die nehmen eher die weichen Sachen wie Tabletten. So, oder ein Gift, wo sie einschlafen oder irgendwie sowas, wo sie das nicht so direkt merken. Und Männer sind eher so, ich schieße mir halt den Kopf weg oder ich erhänge mich oder irgendwie sowas. Also eher so die krassen, stärkeren, schmerzvolleren Methoden, könnte man sagen. Also auch das spielt eine Rolle mit in den unterschiedlichen Reaktionen, warum Screech sich so verhält, wie Screech sich halt verhält. Das heißt, wir haben so viele Komponenten, die alle damit reinspielen können, nicht alle müssen. Und das macht es zu einem sehr dichten Geflecht, könnte man sagen. So, jetzt gucke ich mal, was ich hier vielleicht noch vergessen habe. Was ich noch ansprechen wollte. Ach ja, genau. Schwangerschaft. Violet war ja schwanger und während dieser Schwangerschaft wird sie mit Stevie wahrscheinlich auch so ihre Themen gehabt haben. Mindestens der Moment, wo sie zu Tode geprügelt wurde, mehr oder weniger. Und das wiederum sorgt dafür, dass ihr System mehr unter immensem Stress ist. Und man weiß heute, dass der Stress, den die Mutter hat, das Adrenalin, das Cortisol, was dabei ausgeschüttet wird, auch in die Versorgung der Säuglinge geht, also die im Bauch sind oder auch an der Brust sind. Dass das mit
in das System rübergebracht wird und die Kinder dann auch dementsprechend einen erhöhten Adrenalin- und Cortisol- und Noradrenalinwert haben. Und das wiederum beeinflusst quasi schon sehr, sehr früh das System der Kinder im Sinne von, wie gehe ich mit Stress um? Komme ich eher als entspanntes Kind zur Welt oder komme ich als Kind zur Welt, was sehr gestresst ist, was sehr verängstigt ist? Ja, so. Genau. Was war noch? Ich glaube, das meiste habe ich, was ich sagen wollte, und ansonsten wird es, glaube ich, auch ein ganz schön langes Video. Aber ja, es ist einfach eine krasse Geschichte. So, und sie ist gar nicht so realitätsfern, wie wir alle wissen. Und ich finde es wichtig, zu verstehen und nicht einfach nur zu verteufeln, so dieser Arsch Stevie oder dieser blöde Screech, so, sondern da steckt so viel Geschichte, so viele Themen, so viele Verletzungen, so viel Schmerz, so viel Angst dahinter. Und so viel, was wir auch erlernt haben als Kinder. Glaubenssätze, die da mit reinspielen, die wir erlernt haben. Die uns so stark ausbremsen, manchmal in der Weiterentwicklung. Das ist Wahnsinn. Und natürlich ist es keine Entschuldigung. Zu keinem Zeitpunkt. So. Aber es ist eine Erklärung. So. Und dennoch, gibt es Handlungsbedarf. Man muss sich sowas angucken, man muss damit arbeiten. Und es gibt genügend Leute, die sagen, spinnst du, ich gucke mir das doch nicht an. Das würde mich überrennen. Damit könnte ich gar nicht umgehen, wenn ich mir jetzt diese ganzen Sachen, die ich da erlebt habe, angucken würde. Ich mache doch keine Therapie. Ich komme doch ganz gut zurecht. So. Und das ist ihr gutes Recht. Aber in dem Moment, wo es die Würde oder das Leben eines anderen Menschen antastet, müssen wir halt sprechen. So, reicht jetzt? Und wieder einmal, aber das wisst ihr schon, bei mir geht immer so ein bisschen das Künstlerische unter, wie genial er diese Gitarre spielt. Ihr habt es vielleicht ab und zu mal gesehen, so wie ich so ein bisschen weggesohnt bin mit mit allem und mich einfach hab hinwegtragen lassen. Sein Gesang, seine Tonalität, wie er die Sachen ausdrückt, die Texte, wie er damit spielt, so auf so eine sehr poetische Art und Weise, ist sehr grandios. Die One-Take-Videos, die er mit Samuel, macht. Wow. So, das sind alles Sachen, über die wir uns auch unterhalten könnten, aber die kriegt ihr auf anderen Reaction-Videos. Hier geht es leider ein bisschen unter. Aber ich sehe und höre das alles und ich weiß das auch immer zu schätzen und das macht auch Ren aus, zu 100%. All diese Facetten. Ja. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte ein kleines Like da, ich freue mich. Wenn ihr mehr Videos wollt, Glocke aktivieren oder abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Wenn ich etwas vergessen habe, eine Perspektive oder ein Detail, was hinten runtergefallen ist, bitte gerne kommentieren. Wenn ihr Wünsche habt, auf welche Lieder ich vielleicht von Ren noch reagieren soll, die drauf eingehen soll, dann sagt mir das bitte auch. Oder auch andere Künstler. Und ich gucke einfach mal. Aber ich glaube, ich werde schon noch 1, 2 oder 3
von Ren oder Ren und Chinchilla erstmal machen. Genau. Von daher, soweit erstmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.